Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um KISS und zwar um Schallplatten und zwar um nicht offizielle Schallplatten. Es gibt zwei komplett neu erschienene Scheiben. Beide kommen vom selben, ich nenne es jetzt mal Label und sind extrem gut gemacht. Wir starten mit dieser hier, bevor wir das Highlight uns angucken, wie ich finde, obwohl das hier ist auch ein Highlight. Es ist tatsächlich die Creatures of the Night, nochmal als nicht offizielle Pressung mit einem anderen Bild, wie man hier schon sieht. Hier haben wir Ace, finde ich wunderschön abgebildet mit diesem leuchtenden Make-up. Es sieht fast glitzernd aus, ist richtig gut gemacht. Wir haben hier Sticker drauf, ein Free Poster Inside und wir haben First Print Black Vinyl, only 100 copies. Und ich habe die Nummer 83 und es ist ein angebliches Zweier-LP-Set, was leider ein kompletter Blödsinn ist. Also da sind keine zwei drin, es sind auch keine zwei geplant. Das Ding ist eine Einer-LP und hat irgendwie einen falschen Sticker drauf. Von hinten sieht das Ganze so aus, warum auch immer wir hier eine Pyramide drauf haben. Das ist eher Hot in the Shade, finde ich. Auf jeden Fall hier auch nochmal so ein cooler Glitzer-Sticker, so ein Hologramm-Sticker. Und das Ganze ist von, nicht Casablanca, sondern wie heißt denn das Label hier? Oder die es gemacht haben. Unten steht irgendwie Färöerinseln. Ja, keine Ahnung, wo das Ding herkommt. Auf jeden Fall, es ist nicht offiziell. Wir schauen uns einmal an, was uns da drin erwartet. Weil wir haben hier einmal die wunderschön schwarze Vinylscheibe im 180 Gramm Vinyl. Da seht ihr es, das Label Casablanca-mäßig gemacht mit einem Kamel mit einer Kippe im Mund. Und dann kommen die Goodies, die dabei sind. Und da bin ich mal gespannt, wie viele Leute probieren, hier tatsächlich am Ende zu bestellen. Weil wir haben hier einen gefakten Flyer. Also wer da was hinschickt und was geschickt bekommt, sagt mir bitte mal Bescheid, dann mache ich es auch. Weil alleine wegen dem Poster da oben, das würde ich schon gerne haben wollen. Aber das ist natürlich fake, weil ihr müsst es an die Färöerinseln schicken. Ich glaube nicht, dass auf den Färöerinseln so ein großer KISS-Merchandise Stand ist, der da wirklich, oder Firma oder wie auch immer, die ganzen Sachen da hat, würde mich sehr wundern. Also das Ding fake, einfach nur eine nette Beilage. Wir haben hier, und da braucht das Poster nämlich niemand zu bestellen, das Poster nämlich dabei. Ich werde es mal ausklappen. Ich kriege es wahrscheinlich wieder nicht ganz drauf. Deswegen werde ich es hier einmal schräg hinlegen. Doof finde ich, dass das hier oben so ein bisschen so ein kleiner Part abgeknickt ist. Aber ihr seht schon hier das Poster. Ich werde es einmal so hinlegen und ich finde es einfach ein wunderschönes Bild. Ace sieht cool aus auf dem Bild. Oben haben wir Eric Carr. Absolut geiles Bild und ich liebe diese Aufnahme von Gene. Er sieht da einfach grandios aus. Und eigentlich alle sind gut getroffen, sogar Paul, der finde ich auf Fotos immer nicht ganz so gut rüberkommt. Aber die sehen hier alle wirklich verdammt gut aus und ist ein richtig schönes Poster. Aber kommen wir zu meinem Highlight. Das ist nämlich die nächste Scheibe, die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Das ist nämlich wirklich der absolute Brecher. Ich packe das hier alles mal wieder ein und dann geht's gleich weiter. So, und da ist das nächste Teil und da seht ihr es, da ist ein richtiger Sticker drauf, da ist nur eine Vinylscheibe, auch wieder nur 100 Copies und ich habe die Nummer 79 soll das sein, ne? Selbst mit Brille kann ich es kaum lesen. Free Poster Inside und wir haben hier KISS meets the Phantom of the Park, den Original Motion Picture Soundtrack. Es ist natürlich nicht offiziell, es ist natürlich einfach aus dem Film Songs genommen, es sind stellenweise noch die Sprachsequenzen mit dran. Es ist total lustig. Ich feiere das Ding, weil ich liebe den Film. Ich war als Kind im Kino und war mega begeistert, als ich den gesehen habe. Und das Ganze jetzt als Soundtrack mit den Sprachsachen, die da vor den Songs und so auch noch mit drauf waren oder halt im Film waren, ist wirklich cool. So sieht das Ganze von hinten aus. Da habt ihr ein paar Filmszenen. Und wir haben die Titel und das ist äußerst interessant, weil wir haben Rock'n'Roll All Night, Christine 16, That Look in Her Eyes. Da werden jetzt viele sagen, was ist denn das für ein Titel? Genau das habe ich auch gedacht.
das sind die komischen Puppen, wo dieser Devereaux die vorstellt. Da singen doch so eine komischen Heinis. Und das ist dieser Song. Also total bescheuert, aber ich finde es cool, dass es drauf ist. Dann haben wir Shock Me, Shout It Out Loud, I Stole Your Love, Bess. Das ist sehr geil, weil das ist wirklich die Version, wo sie am Lagerfeuer sitzen und das mit der Gitarre spielen. Und dann ist nachher das Ende des Liedes sehr geil, weil dann geht sie ja in den Raum und entdeckt ja diese Talismane von Kiss. Und da ist dann plötzlich das Lied kaum noch zu hören und man hört dieses wabernde Geräusch, als sie die Box öffnet. Also es ist einfach aus dem Film genommen. Aber ich finde es irgendwie total cool. Coaster Chaos ist auch super lachhaft, weil es ist diese bescheuerte Melodie, wo sie sich mit diesen, ja, was sind das? Wolfsähnlichen, weißhaarigen Monstern an dem Rollercoaster, an der Achterbahn prügeln. Auch das eine wirklich ja, lustige Szene in dem Film und da ist das die Musik draus. Dann haben wir das Geilste aus dem Film überhaupt, Rip and Destroy, die umgetextete Version von, ich wollte gerade Seek and Destroy sagen, aber das ist Metallica, von, ich komme nicht auf den Titel, Hotter Than Hell. So, das ist natürlich das Lied Hotter Than Hell und da haben sie halt Rip and Destroy draus gemacht. Sehr cool. Und dann haben wir noch God of Thunder. Ich weiß gar nicht, ob God of Thunder im Film war. Ich glaube, das Ganze wurde ein bisschen aufgefüllt. Ist auch noch drauf. Wir gucken rein, weil das ganze Ding ist auch hier wieder cool. Leider nur ein kleines Poster. Und auch hier ein Flyer. Und hätte ich das damals bekommen können, in meiner Kindheit nenne ich es jetzt mal, dieses Talisman-Set, ich hätte es gefeiert. Wie geil. Ich fand das damals so cool, als sie das da geöffnet haben. Und die Kraft von Kiss basierte auf diesen, ja, Talisman, der in dieser Box drin ist. Ich fand es einfach geil. Als Kind findet man sowas cool. Ich finde den Film heute noch cool. Auch wenn er ja nicht gut ankam. Dann hier, das Buch habe ich. Das ist so ein Heft, was in Amerika erschienen ist. Dann das Tourbook von der 77er, 78er Tour. Ein Poster. Auch das braucht man wieder nicht bestellen, weil... Also das meine ich hier. Ach, das ist ein Songbook. Okay, das ist das Poster. Das Poster ist aber cool. Da seht ihr auch diesen Wolfskopf. Weil wir bekommen hier das Filmposter in einer kleinen Variante mit dabei und das finde ich mega. Super cool, dass das mit drin ist. Ich hatte, glaube ich, noch eine Variante damals aus irgendeinem Magazin. Da war das auch, glaube ich, in weiß drin. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber ich besitze auf jeden Fall noch eine Postervariante davon, auch in klein, aus einem Heft. Das hier super cool, das mit drin ist. Sehr, sehr schön. Auch hier haben wir schwarzes Vinyl und das kommt mit diesen Labels. So sieht das Ganze aus. Sehr, sehr nice gemacht. Also ich bin wirklich sehr angetan von dieser Soundtrack-Variante, die nicht offiziell ist. Da haben sie wirklich mal eine coole Idee gehabt, muss ich sagen. Sowas feiere ich. Gab es bisher in der Form noch nicht, bin ich der Meinung. Berichtigt mich, wenn es falsch ist. Ich kenne keinen bisher existierenden Vinyl-Soundtrack vom Phantom of the Park. Aber jetzt gibt es den und das Ding ist absolut geil. Ja, und das war es auch schon mit dem kleinen Video. Diese beiden nicht offiziellen Pressungen sind jetzt, ich sag mal, zu bekommen in Anführungsstrichen, weil der ist schon, glaube ich, nicht mehr zu kriegen. Ich hätte mir gerne noch 2 weitere Farben geholt, aber die waren alle schon weg. Ich habe mir fast gedacht, dass das Ding ein Reißer wird, deswegen habe ich gedacht, hol dir nochmal die anderen Farben. Es gab, glaube ich, schwarz. War es blau-gelb oder, also blau und gelb oder es war rot? Irgendwie, also rot, blau, gelb. Also die Richtung, 3 Farben davon, also blau oder gelb, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall rot, glaube ich, gab es auch. Ähnlich wie bei der, da war eine ähnliche Farbgebung. Es gab noch in dieser Reihe eine, die wie Off the Soundboard ein bisschen gestaltet war, allerdings, ja, ich sammle momentan nicht so viel aus der unmaskierten Zeit, weil genug aus der maskierten Zeit kommt und da spare ich so ein bisschen die Kohle für die Sachen, die ich wirklich 100% haben möchte, im Gegensatz zu den Sachen, die ich nicht zwingend brauche. Und da lasse ich momentan ein bisschen die unmaskierte Zeit weg, auch vor allem, wenn nicht viel Beilagen drin sind. Da war, glaube ich, auch nur ein Poster und die Poster aus der Zeit feiere ich immer nicht so, weil eins muss man sagen, Kiss sah jetzt unmaskiert
in den 80ern nicht wirklich attraktiv aus. Also das wurde zur Revenge-Zeit nachher, finde ich, ein bisschen besser. Da sahen sie ein bisschen cooler aus mit Lederklamotten, dann Jean mit dem Bart und all sowas. Da wirkten sie ein bisschen, ich sag mal, maskuliner, weil in den 80ern sahen sie ja doch alle ein bisschen mehr aus wie Frauen. Was in der Zeit ja irgendwie alle waren, wenn man an Poison denkt, Mötley Crüe und wie sie alle hießen. Man konnte es kaum auseinanderhalten, was da jetzt gerade auf der Bühne steht. Aber es war einfach die Zeit, es war Glamrock, ich feiere es und trotzdem sammle ich jetzt mehr das, anstatt die Zeit von Kiss unmaskiert. Es sei denn, es sind Bücher bei, irgendwelche geilen Sachen, dann schlage ich da auch noch gerne zu. Jo, kurz noch erwähnt, Dress to Kill, 50 Jahre? Bin mir jetzt gerade unsicher. Ich glaube ja, Dress to Kill 50 Jahre. Auf jeden Fall gibt es eine Picture Disc Vinyl, eine Ghostly Blablabla Vinyl und es gibt eine Box, wo Live-Sachen wohl drin sind und Dress to Kill. Die Box habe ich mir noch nicht geholt. Ich möchte die haben. Der Preis ist auch wesentlich attraktiver in Anführungsstrichen als die Creatures und die Destroyer. Ich glaube, Destroyer war es, ne? Die Boxen waren ja preislich fernab von Gut und Böse, wo ich echt einen Vogel gezeigt habe. Ich habe, glaube ich, da schon immer gesagt, wenn die so in den Bereich von 450 kommen, dann fange ich langsam an zu überlegen und so ist es gerade bei der Dress to Kill Box. Sie kostet nämlich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, 399. Und das ist eigentlich schon ein Preis, wo ich wahrscheinlich nächsten Monat, wenn sie dann noch verfügbar ist, sagen werde, ach komm, mach es, weil ja, es ist eine Vinylbox, es ist eine neue Box, es sind Sachen drin, die man bisher nicht aus den CD-Boxen kannte, wie bei Creatures und Destroyer. Es ist einfach mal eine komplett neue Box und demnach finde ich es geil und werde sie mir wahrscheinlich holen. Bevor ich sie mir als CD-Box hole, die glaube ich nur ein 100er billiger ist, werde ich mir wahrscheinlich dann doch die Vinylbox leisten, weil das ist für mich einfach mehr als diese CDs, die kein Mensch braucht. Jetzt bin ich raus. Lasst ein Abo da, einen Kommentar und einen Daumen nach oben für das Video. Guckt gerne mal meine Kanalmitgliedschaft, wer Bock hat auf einen geilen Vinyl-Army-Aufnäher. Da freue ich mich auch immer über jeden, der mich unterstützt. Ja, und dann keep on rockin'. Tschüss. Ja, und wer bis jetzt dran geblieben ist, ich habe noch eine Sache vergessen zu erwähnen, der Sound von beiden Scheiben ist grandios. Also beide klingen wirklich super gut, tolle Aufnahmen, kann man nicht meckern, das ist wirklich granatenstark.